Wir sind bei Autovermietung Saar, heute mit einem Special-Thema. Aber zuerst möchten wir die Menschen hinter Autovermietung Saar kennenlernen. Hallo, guten Tag, stell dich doch ganz kurz vor, bitte. Ja, hallo, ich bin die Brigitte Winter-Kopmann. Und daneben ist Der Ralf Winter, hallo. Autovermietung Saar. Wir sehen schon im Hintergrund jede Menge, zum Beispiel hier Transporter und auch hier, ja, Autos verschiedener Klasse. Eigentlich klassische Autovermietung. Auf jeden Fall haben wir alle Produkte, die so eine klassische Autovermietung hat. Aber heute geht es um ein Special-Thema. Genau, ein Autotransporter, den nicht jeder hat. Den nicht jeder hat, den wollen wir gleich mal sehen. Was ist das Besondere in diesem Autotransporter? Den Autotransporter kann man mieten und selbst fahren. Ich denke, das gibt es ganz neu im Saarland noch nicht. Und ja, lassen wir uns den doch einfach mal gleich vorstellen. Genau, er ist nämlich schon bereit. Es sollte nämlich gleich hier ankommen, denn wir wollen natürlich sehen, auch wie ein Fahrzeug hier verladen wird, welches dann auf dem Autotransporter abtransportiert werden kann. An wen richtet sich dieses Angebot? Ja, an alle, die das mieten möchten. Das heißt, privat wie Firmen können diesen Autotransporter mieten, um ihr eigenes oder auch andere Fahrzeuge zu transportieren. Ich kann mir vorstellen, aber hier brauche ich jetzt ein paar Voraussetzungen, um dieses Fahrzeug auch mieten zu dürfen. Mieten darf ich es wahrscheinlich, aber nicht fahren. Genau, also wir brauchen einen Führerschein Klasse 3 oder C1E, weil dieses Auto bis zu 2 Tonnen laden kann und damit über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht kommt. Ja, vielleicht mal noch mehr zum Fahrzeug. Das ist was für ein Fahrzeug? Das ist jetzt hier ein Citroën und mit einem Aluleichtaufbau. Hier unser Mitarbeiter, der Patrick Weiten, zeigt uns jetzt, wie das Auto beladen wird. Dieses, was er zeigt, bekommt auch jeder Kunde noch mal vor Anmietung genauestens gezeigt, damit die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Okay, das wird schon vorher erklärt. Das heißt nicht hier einfach Fahrzeug mieten und hier Schlüssel und ab dafür. Ja, das könnte man machen, aber ich glaube, der Kunde muss doch schon wissen, wie das funktioniert. Stellt euch doch mal vor, er stellt ein Auto drauf und verliert es während der Fahrt. Das wäre natürlich nicht so gut. Genau, da wollte ich mich drauf kommen. Das Thema Sicherheit spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Natürlich, das ist der wichtigste Aspekt, den wir berücksichtigen möchten. Wir wollen einfach, dass A, das Auto, als auch B, der Fahrer, der den Wagen transportiert, sicher zum Zielort kommt und auch wieder zurückkommt. Genau, natürlich schön für euch, wenn das Fahrzeug eben ganz kommt, aber natürlich geht es natürlich auch um die Mieter, sprich um eure Kunden, von wegen denen soll natürlich da auch überhaupt nichts passieren. Oh, er ist schon mittendrin, das geht ja ganz schnell hier alles. Scheint ja wirklich eine ganz, ganz einfache Sache zu sein. Ja, er hat das Auto abgestellt, natürlich die Handbremse zugemacht. Das Auto sollte während diesem Vorgang auch laufen, weil das hat eine Luftachse, die sich auch dann anpasst. Er hat die Alurampen runtergefahren, jetzt stellt er das Auto in die Richtung. Meine Schwester schaut gerade, dass er auch dort auf die Auffahrrampe fährt. Jetzt, kleinen Moment mal, Patrick. Jetzt gehen wir an das Auto, damit wir noch die Pneumatik einstellen. Das muss vielleicht ganz kurz genau erklären. Genau. Damit das Auto sich jetzt hier nicht an den aufratzt, weil der Auffahrwinkel nicht stimmt, wird das Auto hier abgelassen. Das dauert einen kleinen Moment. So genau, ich zeig's mal. Hier geht dann langsam die Rampe nach unten. Ach, ist sogar schon, das ging ja doch viel schneller als gedacht, ist sogar schon unten. Ja, es ist jetzt gleich unten und damit hat er ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Gut. So. Schauen wir mal, dass er raufkommt. Und er fährt jetzt bis zu diesen Rampen nach vorne. Ja, perfekt. Jetzt haben wir gesehen, du hast ihn eingewiesen. Sollte man das grundsätzlich zu zweit machen? Das ist auf jeden Fall sicherer, wie alle arbeiten um das Auto beim Be- und Entladen. Sollte zu zweit sein. Es geht alleine, es ist natürlich aber auch eine Übungssache. Wir hatten das Thema Sicherheit gerade. Klar, die Rampen werden jetzt wieder eingefahren. Wie wird das Auto jetzt weiterhin gesichert? Ja, er macht zuerst mal die Rampensicherung fest. Wichtig ist dabei ein bisschen Ablauf, das heißt Rampen rein und zuerst mal die Rampen sichern, sonst verliert man die auch während der Fahrt. Jetzt wird jedes Rad fixiert, aber er stellt zuerst noch mal die Höhe ein. Oder macht es dann später. Jetzt stellt sich die Höhe ein, genau. Ah, okay, genau. Man sieht es, hier geht es langsam wieder nach oben. Richtig. Und jetzt wird jedes einzelne Rad gesichert.
Da schauen wir auch noch zu, wie er das macht. Und wir machen es jetzt nur bei 2 Rädern, damit er auch fertig wird. Aber grundsätzlich werden alle 4 Räder gesichert. 4 Räder sollten gesichert werden, damit das Auto auch fest auf dem Plateau steht. Ich frage mal, ist das auch wirklich Vorschrift? Müssen alle 4 gesichert sein? Das, für den Fall, wir hatten es gerade, wir wollen es nicht, dass was passiert, aber falls doch, Versicherung? Ja, da sind die Vorschriften so, dass auf jeden Fall 2 Achsen gesichert werden sollen, aber 4 Räder fest auf dem Plateau sind besser wie 2. Das ist wohl wahr. Aber was man jetzt schon sehen kann, die ganze Aktion geht ja wirklich ruckzuck. Und okay, hier ist es wahrscheinlich ein Profi, hat schon ganz viele Autos hier mit dem Transporter von A nach B gebracht. Aber letztendlich es ist kein Hexenwerk, sich mit dem Fahrzeug hier zurechtzukommen. Nein, es ist kinderleicht zu fahren, wenn man natürlich die Einweisung befolgt. Und das ist auf jeden Fall jetzt eine gelungene Sache, denn wir haben schon viel Nachfrage aus Firmenbereich, aber auch aus dem Motorsport und bei den Oldtimer-Fans. Ja klar, für die ganze Veranstaltung dann eben, da möchte man ja nicht unbedingt die guten Vehikel auf der Straße fahren, sondern die sollen ja dann wahrscheinlich, so wie sie sind, eben perfekt ausgestellt werden dann von an anderen Orten. Genau. Das Ganze ist auch gar nicht so preisintensiv. Diesen Transporter bieten wir zurzeit an für die Tagesmiete ab 100 €. Was ist da alles drin in den 100 €? Da haben wir eine Kilometerpauschale bis 100 frei. Das reicht ja für das Saarland. Und weitere Preise sind natürlich davon abhängig, wie viele Tage insgesamt, welchen Versicherungsstatus man wählen möchte und wie viele Kilometer man letztendlich das Auto nutzt. Okay, logisch, da gibt es dann ganz viele individuelle Geschichten, wie man da noch eben dazu wählen kann. So, du hast es gesagt, es ist ganz kinderleicht. Jetzt frage ich mal, bist du ihn selber auch schon gefahren? Ich muss sagen, ich bin noch nicht gefahren, nur mal mitgefahren. Und umso spannender ist es, wenn wir dann sehen, dass das Fahrzeug doch vermietet wird und ich dabei lerne, wie er tatsächlich gehandelt wird. Aber wir haben es ja gehört und gesehen, also jeder Mann, jede Frau, der es sich natürlich, klar, zutrauen muss man sich auf jeden Fall, aber es ist wirklich ja keine große Kunst, jetzt von wegen ein Auto ein bisschen auf die Rampe zu fahren, zu sichern. Und bei eurer guten Einweisung kann da ja dann auch eigentlich gar nichts passieren. Autovermietung Saar auf jeden Fall mit einem genialen Special heute hier mit dem Autotransporter, aber ihr habt natürlich nicht nur das, es gibt noch viel mehr, was ihr habt und was man eben bei euch mieten kann. Ja, so ist es. Wir haben unsere neuen Personenbusse, die auch stark gefragt werden für Vereinsfeiern, für Firmenausflüge oder auch einfach nur für ganz spontane Dinge oder Hochzeitsfeiern. Und da finden Sie alles bei uns auf der Homepage www.as-autovermietung.de. Genau, einfach mal draufklicken, schauen, was es gibt. Denn natürlich nicht nur Autotransporter, nicht nur die Busse, nein, auch jede Menge, ja, eigentlich Autos jeder Art, jeder Klasse. Ja, wir haben natürlich alle Fabrikate wie andere Autovermieter auch. Dieses Jahr hatten wir ein paar Sportwagen, die hatten wir euch ja schon gezeigt, zum Beispiel der Alpine oder der Z4. Und dann gibt es ja dieses Jahr noch ein Highlight, 40 Jahre AS Autovermietung im November. Und wir werden uns noch ein paar Highlights überlegen. Da wird es bestimmt noch was geben, garantiert, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wir verraten noch nicht so viel, aber 40 Jahre AS Autovermietung Saar wird garantiert gefeiert werden. So, auf jeden Fall, das ging jetzt wirklich super schnell. Verrate noch ganz kurz die Homepage am Stefan. Wo findet man euch denn? Unsere Filialen sind zurzeit in Homburg-Kürkel, in Saarbrücken, in der Wiesenstraße, in Völklingen, der Bismarckstraße und Saarlouis-Wallerfanger Straße. Perfekt, das war wieder Autovermietung Saar. Heute mit dem Special Autotransporter. Also, wenn ein Fahrzeug von A nach B transportiert werden muss, einfach mal, wir haben es gehört, auf die Homepage schauen, Termin ausmachen, mieten, Auto transportieren und gut ist. So einfach, oder? Genau, so einfach ist es. Patrick macht gerade nochmal den Abladevorgang, das heißt hier auch nochmal beachten, Gurte runter, Schienen raus, Auto ablasten und langsam runterrollen. Und natürlich dann auch darauf achten, dass hinter dem Auto niemand steht. Genau, da frage ich den Patrick mal direkt. Patrick, wir haben es jetzt gesehen, das Ganze war ja wirklich, sah zumindest, super einfach aus. Was wäre denn jetzt die Schwierigkeit, die ich zu beachten hätte, sowohl beim Auffahren oder auch bei, was du jetzt gleich wieder machst, beim Runterfahren? Aber beim Runterfahren ist es halt so, am besten das Lenkrad gerade halten, nicht irgendwelche Lenkbewegungen machen, dass man nicht hinten von der Rampe runterfährt. Beim Aufladen ist ganz wichtig mit zu beachten, wenn ein Fahrzeug da ist, was ein bisschen tiefer ist, von der Bodenfreiheit, dass man entweder, wie gesagt, das Fahrzeug auf jeden Fall vom Niveau her ein bisschen ablässt
und halt auch diese Auffahrhilfen, die wir hier unten im Staukasten noch mal drin haben. Die kann man unten an die Rampe noch mal anlegen, damit das Fahrzeug nicht vorne mit der Frontschürze an der Rampe anliegt. Also möchten kann ich die auch ganz gerne mal vorne noch anlegen. Aber sicher doch. Wenn wir schon mal da sind, dann schauen wir das Ganze natürlich auch an. Dafür sind wir da, um das Ganze zu zeigen und vor allem das Thema Sicherheit und Die andere habe ich auf der anderen Seite. so. Kann man dann ganz einfach hier unten anlegen. Dass den Abfahrwinkel jetzt ganz einfach noch mal ein bisschen abflacht, damit das Fahrzeug nicht auffällt. Aber man sieht schon, hier ist ein Profi im Werk. Er macht das heute definitiv nicht zum ersten Mal. Das sind ganz routinierte Griffe, die er da hat. Ja, das macht er sicherlich nicht zum ersten Mal und ich glaube, das sind auch die abwechslungsreichen Momente als Autovermieter, nicht nur am Schreibtisch und telefonieren, sondern auch mal solche Sachen ausführen. Jetzt sehen wir, wie er runterrollt und dann hofft man natürlich, dass er es richtig macht. Ich wette auf Patrick. Ja. Das sieht doch gut aus. Jawohl. Geübter Fahrer, das klappt alles ganz wunderbar. Natürlich gibt es sich heute auch extra Mühe, klar, wenn die Kamera dabei ist, sowieso. Aber ich denke mal auch sonst wieder hier nicht einfach rasen wie, wie ein Irrer, um das Ganze hier vonstatten zu bringen. Nein, das wird er nicht machen. Dafür ist er doch schon einige Zeit bei uns und ein sorgfältiger Mitarbeiter. Okay. Klasse. Also wir haben es gesehen. Es ist wirklich kinderleicht, das Be- und auch Entladen des Autotransporters mit einem PKW. Bis zu welcher Last kann man denn den? Wir können Fahrzeuge bis zu 2 Tonnen draufstellen und damit erreichen wir doch sehr viele Fahrzeuge. Und ich denke, damit alles, was schwerer ist, sollte dann von anderen Profis transportiert werden. Genau. Super. Klasse Geschichte auf jeden Fall. Wir haben es gehört. Einfach jetzt mal auf die Homepage gehen oder vorbeikommen an den verschiedenen Standorten hier im Saarland. Ja, ich sag vielen Dank und freue mich schon auf die nächste tolle Geschichte hier von Autovermietung Saar. Bis dann. Ja, danke schön. Bis dann. Tschüss.